So Leute, damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Fake Grand Order. Wir sind immer mit Interludes und wir machen gerade die, gleich jetzt hier die Interlude von dem werten Herrn, den wir hier sehen, nämlich Sir Critterlord, auch bekannt als Lancelot, der in London ist, was ich ein bisschen seltsam finde, aber okay. Machen wir natürlich, Four Stories, Force Support, nein, das war bei der ganzen Planung wieder kaputt. Das ist mir wurscht. Du musst halt auf die altmodische Art und Weise und knüppeln einfach die Gegner irgendwie runter. Wird schon schief gehen. Wartet, so. Dann machen wir noch die Uniform an. Okay. Muss ich ein bisschen Glück haben mit den Karten. Also, liebe Leute, legen wir los mit der Interlude vom werten Lancelot. Night of Demise. Ich hoffe, wir reden wieder hier. Ich will über Gespräche zwischen Lancelot und Mesh haben, weil die immer sehr lustig sind. Britain has met its end. A most horrific of ends. Everyone and everything dead. But by happenstance I was spared. All was sacrificed. The king of knights, Gawain, Mordek, Kay, Merlin escaped to paradise. Or was he driven there? The round table collapsed. Camelot is a land of ruin, yet I survived somehow. After my death I ascend to the throne of heroes, gaining a second life as a servant. And yet I feel as if I am still struggling to live in my homeland. This is Merlian analogy. Let us make a play about the end of Britain. Oh please, do not be vexed. As a playwright is the only way I can express myself. Lord Mordor plays the role of Demise. The Knight of Rebellion is truly the epitome of the end. The night gathered all rebels to a banner, splitting Britain in twain and laid waste to the round table itself, bringing our play to its conclusion. King Arthur shall play the role of the sacrifice, and so I beg your indulgence. The king was, to be sure, used as a sacrifice, the one at the center of Britain's strategy, but retaining her composure as the king of knights through it all. There won't be a dry eye in the house. I suppose it may have ended differently, but I confess that I would not know. Now for you, Sir Lancelot, your parts in this play will be mixed. Your character witnesses the round table split, and you will also take on the task of informing the audience of the play's conclusion. You, the sole witness, watch in agony as the tragedy unfolds before your eyes. You walked the path of the night and were charged with passing on the idea that knighthood itself had not perished. Whether you succeed in doing so, well, I imagine that is a question you can answer better than I. I see. That's quite a merciless view of things. Such could only come from the mind of a playwright. In that case, I am a man past his time, yes. Quite upsetting, but I'm grateful, Shakespeare. Yes, yes. After overhearing your agony, I simply detected it as an offer of might. While I do so, might I beg your assistance? I shall to the extent that I am able, and if Master approves. Then let us be off with Master in tow. Our destination is the Mist City, London. London? Ja, Camelot. Die Singularität hat sich immer wieder ans Ende der Zeit hier selbst bewegt. Da sollten immer so viel übrig sein. What the hell, Shakespeare? Was habe ich denn schon wieder getan? Ha 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 ha. Oh, nothing, nothing. I just thought it might be amusing to bring the night off to this evil version of the city is all. Anyway, Shakespeare. What am I supposed to do here? Sightsee? When one calls up my knight, it should be for battle or to save a princess. As a senior princess, it seems battle is to be the order of the day. Before partaking in a bit of nostalgia for your homeland, it is time for a battle. Look at, it seems we are about to be beset by foes. Hesitate to stay that I understand, but I shall fulfill my duties as a servant. To battle! Ich werde immer die Strapazen meines Servants reingezogen, Mann. Die ganzen Künstler sind echt ein Problem. Ich bin schon gespannt, was irgendwann wird. Also der wird nicht beim Chaldea beitreten, aber wenn Van Gogh irgendwann mal ist. Als Foreigner, Künstler, Wahnsinniger, irgendwie so. Ich will gar nicht Da Vinci's Interlude wissen. Perfekt, perfekt. Alles super. Okay. Das war jetzt ganz wichtig, dass ich
2 Arztkarten ziehe. Und I'm really hoping, dass es langt, um hier die Gegnerwelle zu bezwingen. Komm schon! Ich glaube an euch! Procesos! 100 Schaden! Okay, die mittleren wird er nicht bezwingen, aber die anderen beiden müssen bezwingen. Komm, 21.000. Ja, locker hat er die bezwungen. Hey, hätte echt alle bezwungen. Ja, sauber! Nein! Ist trotzdem schlecht. Ist trotzdem schlecht. Jetzt hat er genau 30 nur. Ist schlecht. Jetzt wäre es halt nett, hätte ich meinen ersten Skill auf 10. Den dritten Skill auf 10, aber den habe ich natürlich nicht auf 10. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Machen wir anders. Karten. Warte mal, so. Na, das ist schlecht. Immer so. Aber das ist dumm. Das wird man gar nicht. Na gut. Es ist alles dumm, was ich hier gerade mache. Aber okay. Schade. Kein Free-Turn-Ding. Wenn ihr einen Weber mitnehmen können, wäre das alles vielleicht gut. Das wäre das Schöne, hätte ich seinen dritten Skill auf 10 gehabt, dann hätte ich jetzt seinen 30% Refund gehabt, aber das wurde mir natürlich nicht gegönnt. Weil ihr seht, dann hätte ich jetzt hier wunderschön... Na, hätte ich auch nicht machen können. Passt doch. Hab mir nicht geschafft. So, dann machen wir den Sansang. Mir fällt gerade auf, als refundet der immer noch nicht. Oh! Sieg, du bist so schlecht, Mann. Ich nehme alles zurück, was ich in den letzten paar Positives über dich gesagt habe, Mann. Aber okay. Ich finde es irgendwie ein bisschen gemein eigentlich von hier unserem Shakespeare. Dass er Lancelot mitnimmt. Alter! Ihr Lutscher! Ihr Lutscher! Ihr seid solche harten Lutscher, Mann. Dann gehen wir halt die Buster Crit Route, Mann. Oder Buster Arts Route. Crit Arts Route ist auch nicht schlecht. Dass wir Lancelot hier mitnehmen und ein Schauspiel machen mit dem Untergang der Runde der Tafel. Das finde ich schon ein ganz klein bisschen makaber hier von Shakespeare, aber okay. So ist er. So, und Sieg. Keiner klaut meine Pi. So madig, Mann. Das war echt fies, Mann. Einfach klauen sie den ganzen meine Pi. Oh mein Gott, was ist... Bin ich hier irgendwie in Ghost Lantern Hölle gefangen, Mann. Überall nur noch Ghost Lanterns, Mann. Also, es gibt Schlimmeres. Aber ich finde es irgendwie lustig, Mann. Okay, aber so ist halt unser Shakespeare. Dann haben wir übrigens den Interlude von ihm. Gleich so. Spoiler, liebe Leute, was ja uns auch noch erwartet. So. Mal weiter. Schon wieder Shakespeare. Okay. Keine Ahnung, was nehmen wir für Party? Saber, nimm mal Saber Party. Durch Bitty Boy raus. Oder warte, warte, wie macht man das am besten? Also, da tun wir Lancelot rein. Sacrotalot, geben ihm die. Oder wartet. So, ich glaube. Ja, genau, da habe ich schon eine Party. Okay, Durch dumm, dass ich keinen Waiver hernehmen kann, aber okay. Dann packen wir meinen eigenen Shakespeare an. Damit niemand sagen kann, dass ich hier nicht immer die Servants nehme, die vorgeschrieben werden. Bringt mir aber auch nicht so viel, gell. Schwer. Ich weiß leider nicht, wen ich nehmen soll. Aber okay, wir nehmen jetzt einfach mal Shakespeare. Geben ihm hier meine schöne Starbomb. Und dann wird das schon. Also mein Plan ist gerade, dass ich mit Spartacus die Wellen bezwinge, aber ich kann leider nicht. Obwohl, 20, dann hat er hier 60. Dann muss ich eigentlich nur die andere Uniform nehmen. Dann kommen wir im ersten Zug Spartacus Imperius an und dann Sir Crutelot macht den Rest. Okay, sollte hinhauen, liebe Leute. Sollte hinhauen. Also weiter geht's. That was a fine warm-up. Now let's proceed. I know this is rather obvious, but this place is very different from the Britain I remember.
Mordred didn't seem to mind. Ja, genau, die hat's nicht gestört, dass wir in London unterwegs waren. Well, that is Mordred. She was never the most refined among us, and could be downright uncouth about things like this. I can only imagine she was barking like a dog, trying to scare others out of her territory. Yes, this place was in constant strife. It had no chance to thrive, being ever ablaze in the first fires of war. The people of this land, they put all their hopes in the King of Knights. They all believed that the one chosen by the sacred sword would be able to save the world. And yet ultimately Britain's fate was destruction. The best you could do was try to mitigate the damage for future generations. Now that I reflect back, that is probably true. They should have simply given up and accepted their destruction and peace. That is my opinion as I look back on it now, playwright. But for those who lived during the time, the knights who lived in that era, well, there was no way any of them could accept such a thing. Yes, I suppose that's true. And that is why we fight now to prevent our own destruction. It would, I suppose, be fair to say that I am simply watching, cheering and writing. Master, is there nothing that can be done about this writer? We're here a warrior. I would have him account for his words with his weapon. That would resolve so many things very easily. No violence! Have you forgotten the true nature of what it means to be a servant? Whatever you mean. Had it been someone in a normal Holy Grail War, it is Master who would have been doing most of the fighting. Wie? Was soll ich machen? Die Servants wegboxen? Yes, my job is to wave a flag around to cheer you on. I'm relieved then. That you're not involved in a normal Holy Grail War, Master. Doubly so, knowing that had you been in such a situation, Shakespeare might have been your servant. But then again, I wonder what kind of Holy Grail War he would be summoned to. Ja, zum großen Generalkrieg. Would they make him write a new book or something? Anyway, we are heading towards the main event. Main event? Yes, the main event. The last knight in the foreign land, the divider of the round table, Sir Lancelot. The individual who we are to fight is behind that bolt of lightning. Tesla? Are you a knight of the round table? Wah! Impossible, impossible, impossible! Why of all places would you be here? That's obvious. I am the embodiment of destruction, a servant who manifested through the aspect of annihilation. I will destroy it all. Through my realm go near thunderous clouds shall engulf all things. I will not allow it. Why not, Knight of the Round Table? A fox surrounds your name in my memory as I am now, but I still sense that you once served me. So, since my intention conform to my will and obey my words, that is what it means to be loyal. No. My methods and action may have been mistaken, but I still believe my intentions were true and just. At times, true loyalty may require a knight to bear steel against his lord. There rings all the truer when I face one who calls herself the embodiment of destruction. I can justly say that a person like you is no lord of mine. If you are the wild hunt, the king of the storm, I am the knight of the lake who faces the storm down with his silent blade. If that sacred sword of yours moves as quickly as you flap your lips, you will make a worthy opponent. Come to me, dead spirit who gathered here. I will turn this demonic city into a charnel pit. Hey, liebe Leute, das ist unfair. Wir haben sie schon bezwungen, Mann. Das war übrigens ein ziemlich geiler Moment. Also, wie gesagt, London war wirklich eine nicht so gute Kampagne, aber das Finale war echt geil, man. Tesla ist einfach nur so random gekommen, man. Alfred ist auch nur so random gekommen. Das war einfach schon cool, man. Genau wie Tower. Okay, hier ist Sightseeing angesagt, man. War aber echt gesagt schon irgendwie nice, man. Einfach weil so viel Kentucky war auch da, waren. Und natürlich dann Solomon. Das war schon badass für ein Finale, um ehrlich zu sein. So. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich schnell genug drücke, dass dann die Ladezeit weggeht. Wenn man 1000 Mal gedrückt hat, dann ist die Ladezeit vorbei. Oder Loading never ends. Genau wie Maintenance never end. Naja. Ich glaube, Alter hat unser Spiel zerstört. Hallo. Alter. Was hast du wieder getrieben? Okay.
3, 2, 1. Jetzt ist geladen. So. Muss ich das super professionell nochmal neu starten. Aber was soll man nochmal machen? So. Ist ja kein Act. Das hat's selten. Aber nein. Ich weiß noch, vor dem 3. Jubiläum waren der Ladezeit, man. Die waren so grausig, besonders auf meinem Handy, man. Aber inzwischen geht es ehrlich gesagt super, super, super gut. Meistens. Hin und wieder. Ich hoffe es. So. Resume bitte. Das ist ja das war ja damals, da habe ich noch nicht gespielt, aber damals als Camelot erschienen ist mit seinen blinden Sandstürmen, was ja dann im Endeffekt alle Spiele kaputt gemacht hat, weil die Ladezeiten nicht, weil dieser Sand irgendwie das Spiel kaputt gemacht hat. So. Das ist ein Job für Shakespeare, für Spartacus. Ich dachte, du kannst nicht kämpfen, Shakespeare, von wegen, ich weiß. Ach verdammt, Mann, aha! Ich bin ja echt dumm, Mann. Habe ich echt die falsche Uniform? Ja, stimmt. Oh. Ich habe vergessen, dass ich Sakuraskop habe. Habe ich echt total vergessen. Egal. So. Einfach so. Aber wir es können. Und dann kommt schon. Oh, das war ein bisschen wenig Schaden. Schade. Ich würde mir jetzt einen Gefallen tun, wenn ihr Shakespeare töten... wenn ihr Shakespeare... Ja, wohl, Shakespeare könnt ihr auch töten. Wenn ihr... Wenn ihr Spartacus töten würdet. Ein Leben! Nee, 1%. Umgedreht wissen wir lieber nicht. Quit! Er war es nicht mal seine Skill, um Sir Critterlot zu werden, Mann. Er ist einfach Sir Critterlot. Wehe macht das auf Lancelot. Wehe macht das auf Lancelot. Ich hasse euch alle, Mann. Ich finde euch, liebe Leute. Ich finde euch, ihr macht euch Platz. So. So. Himmel. Crypter Machine. So viel Crypters, Mann. Und jetzt wird Spaß. Also, liebe Leute. Zeit abzurechnen. Altria Pendragon. So, wo sind meine Lancelot-Karten? Ein bisschen wenig. Schade. Soll ich meinen Pete aushauen? Ja, aber ich habe so wenig Crit-Stars. Das lohnt sich nicht. Weh, du hast irgendwas für Evade oder... Nein, ich glaube, sie hat keine Evade oder ganz so. So. Ja, das kenne ich schon, das blödes Protection of the World. Das kenne ich noch. Soll es mich stören? Ich bin Spartacus. Okay, eigentlich will ich, dass er stirbt. Ach verdammt, ich hätte meine Hand vorher ändern können. Egal, komm. Jetzt geht's los. Das kann es eh gewesen sein. Das sollte es gewesen sein. So. Denn, ihr kennt ja die Legende. Der gute Sir Critterlot hat er sogar es geschafft, mit dem König der Ritter im Duell zu bestehen. Und genauso ist es hier auch. Bam! Und trotzdem Unlimited Crit Stars. Passt, super gut, aber schön gemacht. Und die nächste Interlude abgeschlossen. So, dann hat Lancelot hier zumindest ein bisschen wieder mal hier Spaß haben können mit seinem ehemaligen König, den er verraten hat. Der eine Frau genommen hat. Ganz schön böse ist er. Just as the dawn will always break the dark of night, so too much the storm end. I'm merely a remnant, where this is not the end of the world. I might simply have made a mark on history and disappeared. My king, you are... Stop right there, right of the Knight of the Round Table. I am not the king, you know. The shining sacred spear is all that allows me to exist as a heroic spirit. Even so, I am no more than a remnant of the person. There's no need for you to bow to me. No matter what form you may have taken, you are my king, now that you have come to your senses. Well, I didn't come to senses. It is only that I have remembered something. The planes that I remembered are long gone, as they are the people we vowed to protect. But I still sense something. There are some humans' activity that rooted itself in the city. Traces of the dream of a utopia. A dream that existed here long ago and still existed today.
If it wasn't for the guidance of the playwright, I might not have known what to feel in the face of the fate of mine. Shakespeare, was this your doing? Of course not. I could never summon such a perfect likeness of the King of Knights. Well, to think that she would manifest as a remnant, destroy London, and then simply disappear, would be a nightmare. And so I felt compelled to bring the most capable of all knights to this place. Ah, this passing strange. These dreams of mine are no sooner formed than forgotten. Lancelot, the best knight. Master. Thank you. I shall cherish those words forever. No matter the dire situation I face, those words will give me strength. I must be honest, to think that the most capable knight is French is more than a little troubling. Fortunately, modern man that I am, I consider myself to be quite open-minded when considering a nation's troubles. So even though the critics of your country first called me vulgar and cruel, I offer my forgiveness now. Also Shakespeare's, es war eigentlich Shakespeare's Abenteuer, Shakespeare Weg zur Vergebung. I don't see how that has anything to do with me. I'm really just venting here. Well, at least in modern France people know my true worth, so all is well. But notice, an Arthur carries his grudge forever. By the way, you said it was all a nightmare, Shakespeare. No, it can't be. What's wrong? It's nothing. I just remembered somebody. A dependable mage who has a deplorable tendency toward the ridiculous as well. If his hand is at work here, there's nothing for it. Annoying as it is, I can only accept it. After all, he's as sneaky as a snake in the grass. Only our king could ever command that man. I see. He would do something like this. Ah, Marlin! Keine Farbe dann. Achie! Did I catch a cold? Or maybe someone's talking about me. Hopefully all that annoying stuff is done. And so, thanks to the Knight of the Lake, the remnant of the Night of the Storm in London vanished. And now, his debt to the round table is paid in full. Yep, all right in the world. Happily ever after for everyone. Ich hoffe, Fu tötet ihn jetzt. Schade. Marlin, du bist ein perverslicher Böser. Also, ich mag Merlin so gerne, Mann. Also, nicht nur, weil er Gamebreaker ist, Mann, und das Spiel leicht macht. Nein, aber weil er wirklich so ein cooler Kerl ist, und er ist voll lustig. Okay. Ich muss mich beeilen, Mann. Mit dem Viertel AP, da kriege ich so schnell meine AP wieder zurück, dass ich mich gar nicht beeilen kann. Okay, wie versprochen, geht's hier direkt weiter mit den Interludes. Und wir machen die vom, ja, dem Werten hier an die... Nein, falsch. Der gerade nicht drangekommen ist. Na, doch, war schon richtig. Von dem Werten Shakespeare. Was nehmen wir denn da für einen Schmarrn? Keine Ahnung, und zwar von dem Baby, oder? Wer geht immer. So, dann nehme ich die Saber Party. Gut. Dann packe ich noch meine Nero ein. So, Mann. Ach, warte mal. So. Schlecht ist es nämlich. 2030 und da kommt das gute alte Fladenbrot. Wenn man mit Mixed Cavalier ist und ich nicht weiß, wen ich nehmen soll, dann tue ich ihn nehmen. Okay, passt. Machen wir das so. Und so. Gut. Dann schauen wir mal, was uns in dem schönen Abenteuer von Shakespeare erwartet. Interlude, Curtain Call. Master, can I have a minute? This town lacks something. What do you think it is? Happiness? Exactly. The world is a stage, and a man and a woman coming and going on it are performers. Regardless, there's no smile in this town, no happiness. Why is that? It's because there's no drama. If so, shall we put up a proof for people to see? An proof? And you said we? By we you mean? Why, of course, I mean myself, Meshkulat, and Master Maxi. Impossible! I've never seen or performed the play. Oh, you haven't? Yes, I'm sorry for my inexperience, but there was never any need for me to. What are you talking about? That need is more apparent than ever for you. What you need right now is love, words and poetry.
A kindred passion, it's exactly what you need. Oh, but... Oh, and a shield and a weapon, too. It's kind of sudden, I know. Monsters are coming. But monsters are coming all of a sudden, you see? Why is that? Let's protect everyone. Oh, what a courageous line, but I wished you'd made the delivery a bit more complex. Hear your death bell ringing. Are you going to heaven or hell? How about it? Excuse me, please join the battle. Shakespeare definitiv nicht. Okay, Bestien, ihr kommt, um die Menschen anzugreifen. Hier stehe ich mit meinen treuen Servants und werde ein für alle Mal euren Terror beenden. War das gut? Shakespeare bist stolz auf mich? Oh, warte mal. Arzer Baby! So. Dann war das so. So. Meine Servants sind ja für Buster Crit Memes bekannt, ihr wisst schon. Okay, Leute, haut raus. Jetzt sollen wir mal gescheite Gegner kommen, oder? Was haben wir da? Okay, nicht so hart. Dann muss die Queen raus, oder? Pack mal die Queen raus. Warte mal. Bitte Crit mit deiner Buster Card, Mann. Nur deswegen habe ich die in 1 Skill. Komm schon. Zack. Zack. Und zack. Crit. Alter! Nein! Sehr schlecht. Wir hätten es theoretisch schaffen können, aber leider nur theoretisch. Ärgerlich. Aber wie gesagt, der Schaden von unserer guten Finisher ist halt zu gering. Aber sie ist auch mehr Supporter. Okay. Auch nicht so schlimm. Dann haben wir schon irgendwie deichseln, oder? Easy peasy würde ich mal sagen. So, und jetzt machen wir das, was wir am liebsten machen. Oh, schaut euch an, schaut euch den Gegner an, Mann. Der denkt, er ist jetzt OP, Mann. Alles 43.000. Ah, okay. Ich wollte ihn jetzt mal hier töten, aber das klappt natürlich nicht, wenn meine Privilege dann geht. So, ich hoffe es lang. Na, okay, locker, Alter, Mann, wenn ich vergessen habe, dass mein Blatt ultimativ Schaden macht. Best Single Target Art Server im Spiel, Mann. So, ja, locker, Mann. So, das gucken wir, Queenie. Außer der einen Killer das machen können. Nein, wir sind 3 Zügen geschafft, okay. Shakespeare, schönes Abenteuer. Oh, schaut euch mal die Belohnung an. Diese madig. Ich nehme alles zurück, dass nur noch bei Interludes coole Belohnungen kommen. Das war jetzt ein bisschen madig. Okay, kann man auch nichts machen. Okay, liebe Leute. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal machen wir dann weiter mit den Interludes. Wir werden dann nie von Shakespeare machen und vielleicht noch ein paar andere. Aber jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut.